Das alles und noch viel mehr hat sich in den letzten 6 Monaten angesammelt. Hier haben wir die 2 Schienen. Diese Schiene musste ich nach der ersten OP tragen, diese Schiene nach der zweiten. Hier ist eine Bandage, die ich nach der ersten Operation tragen musste, nachdem ich mit dieser Schiene fertig war. Hier haben wir meine Krücken. Hier sind die Thrombosespritzen. Insgesamt hatte ich 100 Stück gehabt, musste mir also an 100 verschiedenen Tagen Thrombosespritzen spritzen. Hier haben wir ein paar Medikamente, Teledin und Novomin-Sulfon. Ich habe außerdem noch ganz viel Ibuprofen genommen gehabt. Und hier haben wir Medikamentenschalen, ein paar Pflaster, Desinfektionstücher. Und hier habe ich einen Bruchteil der Dokumente, die ich davon noch habe. Ich musste wirklich viele Dokumente unterschreiben, ausfüllen und habe ganz viel Zeug bekommen. Hier haben wir die Stellschraube, die bis vor kurzem noch in meinem Sprunggelenk bzw. meinem Fuß war. Und hier haben wir das Metall, das bis vor kurzem noch in meinem Fuß war. Und wie viel das alles jetzt gekostet hat in den letzten 6 Monaten und außerdem wie oft ich beim Arzt war, werdet ihr alles im 2. oder 3. Teil dieser Videoreihe erfahren. Hey Leute, letzten November habe ich mir mein Sprunggelenk gebrochen. Nach einem Sprung bin ich mit dem rechten Fuß falsch aufgekommen, sodass er mir umknickte und ich mit meinem vollen Gewicht drauf gelandet bin. Das führte zu einer Weber-C-Fraktur, bei dem der Knochen oberhalb des Syndesmosebands komplett durchgebrochen ist. Das sieht man auch hier auf dem Röntgenbild. Und das Syndesmoseband selber, welches die beiden großen Knochen im Unterbein zusammenhält, und das Innenband im Fuß sind mir dabei auch durchgerissen. Das Ganze wurde dann operiert, aber es ist leider nicht so gut verheilt, weshalb es dann nach 3,5 Monaten zu einer zweiten OP kam und ich das Ganze wieder von vorne durchmachen musste. Da man im Internet nur wenig gut dokumentierte Erfahrungsberichte zu diesem Thema findet und auch jeder Arzt etwas anderes sagt, hoffe ich, dass dieses Video einigen von euch helfen wird und einen guten Einblick verschaffen wird in den Heilungsprozess nach dem Bruch. Und falls ihr euch dafür revanchieren wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da lassen. In dieser Videoreihe, die insgesamt aus 3 Teilen bestehen wird, werde ich im ersten Teil über den Bruch, über die Zeit bis zur Operation und die nächsten 2 Wochen danach berichten. Im zweiten Teil werde ich dann über die nächsten 4 Wochen berichten, bis mir die Stellschraube entfernt worden ist, und die 1,5 Monate danach. Und im dritten Teil geht es dann um die zweite Operation und die Zeit danach. Und falls ihr Lust auf ein Trinkspiel habt, könnt ihr gerne bei jedem Mal, bei dem ich sage, dass ich keine Schmerzen mehr habe, einen trinken. Aber passt bitte auf, dass ihr nicht dabei euren Fuß brecht. Ich bin Kasüla, das sind meine Krücken, legen wir los. Leider habe ich in der ersten Woche nach dem Bruch noch keine richtigen Bilder oder Videos gemacht, deshalb werde ich jetzt einfach so darüber berichten. Als ich mir den Fuß gebrochen habe, habe ich es nicht direkt realisiert und bin aufgestanden, was zu ziemlich heftigen Schmerzen führte, weshalb ich dann wieder auf den Boden gefallen bin. Der Fuß ist auch ziemlich schnell, ziemlich stark angeschwollen und kurze Zeit später kam dann ein Krankenwagen. Ich wurde mit Schmerzmitteln vollgepumpt, wurde ins Krankenhaus gebracht, dort wurden Röntgenbilder gemacht. Man hat da dann erkannt, dass das Sprunggelenk wirklich gebrochen ist, aber es konnte leider nicht notoperiert werden, wie das normalerweise der Fall ist, weil es bereits zu stark angeschwollen war, und so musste ich die erste Nacht dann im Krankenhaus verbringen mit hochgelagertem Fuß in der Hoffnung, dass er dann bis zum nächsten Tag ein bisschen abschwillt. Das ist leider nicht passiert. Der Arzt kam am nächsten Morgen, hat gemeint, es muss auf jeden Fall operiert werden, aber man kann das jetzt nicht machen, sondern man muss dann noch ein paar Tage warten. Bis zu 7 Tage kann man dabei warten. Ab dem 7. Tag fängt dann der Heilungsprozess an und bis dahin sollte man das halt operiert haben. Daraufhin hat mich der Arzt entlassen, ich durfte nach Hause, aber erst sobald die Physiotherapeutin da war, die hat mir dann gezeigt, wie man mit Krücken ohne Belastung läuft, hat mir aber leider nicht gezeigt, wie man auf Treppen läuft mit Krücken, und das war meine erste große Herausforderung an diesem Tag, denn ich stand vor den 5 Stufen, die zu meiner Wohnung führen, und wusste einfach nicht, wie ich da hochkomme. Ich habe es dann irgendwie seitlich rückwärts geschafft, aber ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass ich gleich hinfalle. Also auf jeden Fall ein Tipp von mir, wenn ihr in der gleichen Situation seid, lasst euch zeigen, wie man Treppen läuft mit Krücken. Nach 3 Tagen bin ich dann in ein Krankenhaus in meiner Nähe gegangen, in die Notaufnahme, weil das erste Krankenhaus war nicht in meiner Nähe, es war etwas weiter weg. Dort hat sich dann ein neuer Arzt meinen Fuß angeschaut und er hat gemeint, dass der Fuß immer noch zu stark geschwollen ist,
hatte aber schon einen OP-Termin vorbereitet, der eine Woche nach dem Bruch liegen sollte. Vor der Operation hatte ich noch 2 Arzttermine. Einmal die OP-Vorbereitung, bei dem man ein Aufklärungsgespräch mit dem Chirurgen hat, der einen dann auch später operiert. Und außerdem Aufklärungsgespräch mit dem Anästhesisten hat und natürlich ganz viele Dokumente unterschreibt. Und der zweite Termin war ein PCR-Test. Daraufhin wurde ich dann eine Woche nach dem Bruch und ganz vielen Schmerzmitteln endlich operiert. Leider war mein Fuß bei der ersten Operation immer noch sehr stark geschwollen, weshalb die Operationsbedingungen nicht ideal waren. Ich werde morgen früh operiert und das Komische ist, dass ich mich irgendwie voll drauf freue. Ich freue mich, endlich mal meinen Knochen zusammen zu haben. Ich freue mich, die Erfahrung einer Vollnarkose machen zu dürfen. Ich freue mich darauf, dass endlich mal mein Sprunggelenk operiert ist und ab da dann auch wirklich der Heilungsprozess dann beginnt. Ich freue mich einfach über diese kommende Erfahrung und hoffe mal, dass sie nicht so schmerzhaft enden wird. Ich sitze jetzt hier kurz vor meiner OP im Krankenhaus. Ich wurde jetzt hier an einer Übergangsstation sitzen gelassen und muss jetzt warten, bis der Arzt kommt und dann wird es auch schon losgehen mit meiner OP. Ich bin echt gespannt, wie das verlaufen wird. Sorgen mache ich mir überhaupt keine. Immerhin ist das Sprunggelenk der häufigste Knochen, der kaputt geht, habe ich gelesen. Und die Ärzte sollten deshalb routiniert sein bei dieser Operation. Ich hoffe einfach, es wird schnell verlaufen, sodass ich morgen dann wieder ohne Schmerzen nach Hause gehen kann. Ein paar kleinere Schmerzen wird es bestimmt geben, aber was soll man machen, ne? Es dauert jetzt doch ein bisschen bis zur Operation. Ich habe mich für eine Vollnarkose entschieden. Ich hätte mir auch eine Spritze in den Rückenmark geben können, die meinen Unterkörper betäubt. Aber ich hatte jetzt auch nicht so die Lust darauf, mir die ganzen Bohrgeräusche anhören zu müssen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen nicht so cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Vollnarkose und bin gespannt, ob ich währenddessen irgendwas träumen werde oder ob ich einfach meine Augen schließen werde und gefühlt in der nächsten Sekunde wieder aufmachen werde und dann ist die OP schon gelaufen. Jetzt geht's nach 4 Stunden Langeweile endlich los. Ich muss mich jetzt umziehen. Ich muss diese schicke Unterhose anziehen. Mal schauen, wie sie aussieht. Schick. Oh yeah, echt eine schöne Unterhose. Jetzt bin ich schon fertig angezogen, aber es geht immer noch nicht weiter voran. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob ich ein Narkosemittel bekomme oder einfach gleich nur vor Langeweile einschlafe und die OP dann so gemacht wird. Oh Mann, es ist wirklich langweilig. Ich hätte mir wenigstens ein Buch mitnehmen sollen oder irgendwas anderes. Ich habe ja mein Handy dabei. Ich habe auch eigentlich eine gute Internet-Flatrate, aber wir leben ja in Deutschland und nicht mal WhatsApp funktioniert. Anständig. Scheiße. Ich würde euch jetzt gerne anhand dieser Zucchini und dieser Gurke veranschaulichen, wie die Operation abgelaufen ist. Übrigens ist es sehr, sehr cringe, wenn man in den Supermarkt geht und sich nur eine Zucchini und eine Gurke kauft und an der Kasse auch noch sagt, dass man diese beiden Sachen nur für ein Video braucht. Naja, stellen wir uns mal vor, das hier sind die beiden großen Knochen im Unterbein. Hier ist das Sprunggelenk. Und diese beiden Knochen werden normalerweise hier an dieser Stelle von einem Band zusammengehalten, dem Syndesmoseband. So, jetzt ist es aber bei mir so passiert, dass mir dieser Knochen hier gebrochen ist. Und zwar ist der nicht gerade gebrochen, sondern der ist so quer gebrochen. Das heißt, ungefähr so ist er mir gebrochen. Und das Syndesmoseband ist beim Bruch auch gerissen. Das heißt, diese beiden Knochen waren nicht mehr fest zusammen. Sie waren auseinander. So. Was geschieht jetzt bei der Operation? Und zwar wird erstmal natürlich die Haut aufgeschnitten an der Stelle, dass man hier überall rankommt. Und dann wird dieser Knochen hier fixiert, und zwar so. Und dann wird quer diese größere Schraube durchgejagt, beziehungsweise reingeschraubt. Das machen wir jetzt mal. Sodass der Knochen dann wieder ganz ist. Dann wird eine Platte genommen, um das weiter zu fixieren und wird dann hier an dieser Stelle normalerweise natürlich reingedreht. Ich mache das jetzt einfach so rein und an dieser Stelle
festgeschraubt und dann nochmal an dieser Stelle und dieser Stelle festgeschraubt, sodass es hier fest ist. Also eigentlich ganz einfach. Und dann wird hier diese große Schraube genommen, diese nennt sich auch Stellschraube, besteht aus Titan und die wird dann durch beide Knochen durchgejagt. Also das heißt, hier wird sie reingeschraubt durch den einen Knochen und durch den anderen Knochen. Oh ja, damit diese wieder zusammen aneinander hängen. Und das Syndesmoseband hat dann Zeit, in dieser Position zu heilen. Und diese Schraube bleibt dann für 6 Wochen lang drinne. Danach wird sie entfernt. Und die Platte bleibt normalerweise 1 Jahr drinne. Die OP ist vorbei. Ich fühle mich beschissen. Ich darf jetzt auch nichts mehr essen, sondern nur das Abendessen, was die mir jetzt hier geben. Ich glaube, das wird keine so große Portion werden. Aber mal schauen. Ich habe die Operation gut überstanden. Heute ist schon der nächste Tag. Nach der Operation hat es sehr, sehr wehgetan, weswegen ich ziemlich viele Schmerzmittel bekommen habe. Und ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mal daran, was mir der Arzt nach der OP gesagt hat. Ich bin erst so gegen 1 Uhr nachts zu mir gekommen. Ab da erinnere ich mich auch. Und ich erinnere mich, dass es kein Essen mehr gab. Ich musste gestern um 9:15 Uhr da sein. Dann hat es 5 Stunden gedauert, bis ich dann endlich operiert worden bin. Und um circa 5:30 war ich dann auf dem Zimmer. Und hier wird das Abendessen um 17 Uhr schon serviert, weshalb ich dann nur ein bisschen Zwieback bekommen habe. Aber alles in allem war es ganz okay. Das Gefühl von der Narkose und von Schmerzmittel war überhaupt nicht gut. Das war richtig schlimm. Als mir das Narkosemittel gespritzt worden ist, wurde es überall heiß. Und kurze Zeit darauf bin ich dann auch schon eingeschlafen. Und ja, in der nächsten Sekunde bin ich dann wieder aufgewacht. Also ich habe nichts geträumt. Jetzt muss ich noch eine Nacht hier bleiben, weil ich lernen muss, wie man mit Teilbelastung auf Krücken läuft. Ich darf meinen kaputten Fuß nämlich mit 20 Kilo belasten und das werde ich heute schon dürfen. Ich bin gespannt, aber es ist totlangweilig hier. Sie haben hier kein Fernsehen, kein WLAN, keine Bücherei und der Empfang ist auch noch komplett beschissen, sodass nur WhatsApp irgendwie funktioniert, aber auch nicht immer. Heute ist der 3. Tag nach der OP. Meinem Fuß geht es immer besser und besser. Mittlerweile habe ich fast gar keine Schmerzen, solange ich die Schiene trage. Aber der Arzt hat gemeint, ich soll die Schiene so oft wie möglich weglassen und sie auch nur bei längeren Spaziergängen anziehen. Und wenn ich die Schiene ausziehe, dann tut es trotzdem noch weh, weil der Fuß sich nicht selber halten kann und er die ganze Zeit so ein bisschen nach unten hängt mit den Zehen. Und das ist nicht so schön. Weil der Fuß sich nicht selber halten kann, hängt der Fuß so ein bisschen schräg mit den Zehen nach unten und das Gewicht spüre ich schon stark an meinem Gelenk, Fußgelenk. Das ist halt nach unten. Fuck! Jetzt habe ich ihn ein bisschen bewegt. Fuck! Das war nicht so schön. Als ich gestern die Schiene ausgezogen habe und meinen Fuß gesehen habe, fuck! Wurde mir richtig schlecht, weil ich meinen Fuß nicht bewegen konnte. Ich konnte nur meine Zehen ganz leicht bewegen, aber am Fuß hat sich überhaupt nichts bewegt. Und in meinem Kopf habe ich den Fuß bewegt, nach oben und unten, aber er hat nicht gemacht das, was ich wollte und das hat mich total verwirrt im Kopf und ich habe wirklich bestimmt eine halbe Stunde da gelegen und ich kann das Gefühl nicht wirklich beschreiben. Es war einfach sehr, sehr komisch und ich hatte das Gefühl, dass es noch sehr stark schmerzt, obwohl das gar nicht so war. Heute kann ich den Fuß schon ein bisschen mehr bewegen und nur die Schnittwunden tun mir wirklich weh. Und ab und zu, wenn ich so sitze wie jetzt, bewegt sich mein Fuß einfach von alleine und es tut ab und zu einfach nur stark weh. Aber ich komme schon klar. Heute ist der 4. Tag nach der OP und ich kann meinen Fuß immer mehr und mehr bewegen. Von Tag zu Tag. Ich war heute beim Arzt und der Arzt hat gemeint, ich sollte es auch so oft wie möglich immer weiter probieren. Gleich wird mir mein Fuß und mein Bein mit ein bisschen Desinfektionsmittel gewaschen, damit das Jod ein bisschen wegkommt. Und meine Zehennägel werden auch mal geschnitten, wenn das so gut funktioniert. Heute ist der 6. Tag nach der OP und es wird weiterhin von Tag zu Tag leichter. Die Schmerzen gehen zurück,
Mit Schmerzmitteln spüre ich überhaupt keine Schmerzen mehr. Ich kann meinen Fuß auch beim Schlafen mittlerweile zur Seite legen, nach links oder nach rechts, auch ohne Schiene. Die Schiene trage ich überhaupt nicht mehr, nur wenn ich spazieren gehen will, was ich jetzt gestern nicht mehr gemacht habe, aber heute noch vorhabe. Das heißt, ich werde sie anziehen und ungefähr eine halbe Stunde damit dann rumlaufen, weil der Arzt gemeint hat, ich soll mich da ein bisschen bewegen und meinen Fuß auch teilbelasten. Ich kann den Fuß auch von Tag zu Tag mehr bewegen, immer weiter. Das freut mich sehr. Am Anfang war das wirklich ein Schock für mich, als ich meinen Fuß gesehen habe und in meinem Kopf ihn bewegt habe, aber in echt hat er sich nicht bewegt. Und das war schon verwirrend für meinen Kopf. Und jetzt freut es mich, dass das Gefühl wieder zurückkommt und es von Tag zu Tag immer ein bisschen mehr geht und ich spüre das richtig. Das ist echt super. Ich habe aber immer noch das Problem, dass ich seit dem Bruch komplett die ganze Nacht durchschwitze und dann komplett nass aufwache. Und das ist kein schönes Gefühl. Das fühlt sich komplett schmutzig an. Und da ich auch nicht jeden Tag duschen gehe, weil ich da nicht so wirklich den Sinn dran sehe und weil das auch ein bisschen aufwendiger ist, gehe ich jetzt jeden zweiten Tag duschen. Und dann fühle ich mich jeden zweiten Tag komplett schmutzig. Aber sobald die Fäden gezogen werden, die sollten jetzt in einer Woche circa gezogen werden, dann darf ich auch ohne Schiene und ohne Müllsack, denke ich mal, duschen. Ich werde es versuchen trotzdem ein bisschen abzudecken, die Wunden, weil die müssen 3 Wochen lang trocken sein, also da darf kein Wasser hinkommen. Aber ich denke mal, dann geht es wieder leicht und dann kann ich jeden Tag duschen. Ich habe mir jetzt gestern auch wieder meine tollen Vitamintabletten bestellt, die ich schon seit 2 Jahren nehme und nicht ein einziges Mal krank wurde in dieser Zeit. Aber jetzt wegen dem Bruch dann die letzten 2 Wochen nicht genommen habe. Und ich hoffe, die beschleunigen auch ein bisschen den Heilungsprozess. Außerdem werde ich mir jetzt täglich einen Proteinshake machen, weil ich gelesen habe, dass das Eiweiß gut sein soll, damit man nicht so viele Muskeln verliert. Und das soll auch den Heilungsprozess der Bänder beschleunigen. Und ich merke schon richtig, wie ich dünner geworden bin, weil es mit dem Essen auch nicht so gut funktioniert. Ich schlafe auch ziemlich schlecht in der Nacht, dadurch, dass ich dann komplett nass mitten in der Nacht wach werde, fühlt sich das nicht so toll an. Und Hunger habe ich auch irgendwie ganz wenig und ich esse auch ganz wenig. Frühstücken tue ich überhaupt nicht und mittags esse ich dann ein bisschen mehr und abends dann wieder nur eine Kleinigkeit. Der 8. Tag, mein Fuß tut seit gestern wieder weh, weil ich keine Schmerzmittel mehr nehme seit gestern. Weil mir aufgefallen ist die letzten Tage, dass ich doch sehr depressiv geworden bin und dass ich kaum noch was esse und in der Nacht beschissen geschlafen habe. Und dann habe ich nachgelesen, dass dieses Teledin, das ich nehme, dazu führen kann, dass man halt Depressionen bekommt und so weiter. Noch ist es nicht wirklich besser geworden mit der schlechten Stimmung, aber ich hoffe, das kommt noch die Tage. Ich bin so motivationslos die ganze Zeit. Ich muss eigentlich ziemlich viel für die Uni erledigen, aber ich habe einfach, es fällt mir schwer, damit überhaupt anzufangen. Aber ich sehe weiterhin von Tag zu Tag Fortschritte, was meinen Fuß angeht. Ich kann ihn immer weiter bewegen. Ich kann mich jetzt auch ganz gut abstützen, wenn ich irgendwie auf dem Klo sitze oder wenn ich allgemein sitze, dann kann ich ihn jetzt wieder gerade hinstellen. Das konnte ich vorher nicht, das hat zu sehr wehgetan. Außerdem werde ich immer besser beim Laufen mit den Krücken. Ich werde immer schneller und fühle mich immer sicherer mit ihnen. Vor allem beim Treppensteigen, da habe ich jetzt absolut keine Angst mehr. Am Anfang war das noch unmöglich. Ich weiß noch das erste Mal, wo ich die 5 Stufen vor mir hatte, nachdem ich meinen Fuß gebrochen habe. Das war der 2. Tag danach. Da bin ich nach Hause gekommen und mir hat kein Physiotherapeut gezeigt, wie man Treppen läuft. Und da durfte ich meinen Fuß ja auch noch nicht mal teilbelasten. Ich bin da fast hingefallen. Das war wirklich schlimm. Aber es ging doch noch gut. Aber mehr als 5 Stufen hätte ich an diesem Tag wahrscheinlich nicht geschafft. Und mittlerweile funktioniert das ganz gut. Ich musste heute mit dem Bus in die Stadt fahren, um meinen neuen Ausweis abzuholen, weil mein alter abgelaufen ist. Und das hat auf der Hinfahrt nicht so gut funktioniert, weil ich hinten eingestiegen bin. Und hinten war das etwas schwieriger, weil da keine Stange war, wo ich mich dran festhalten konnte. Und so habe ich meinen kranken Fuß ein bisschen mehr belastet. Deshalb tut er mir heute nochmal mehr weh jetzt. Aber auf der Rückfahrt habe ich dann
Beziehungsweise beim Aussteigen auf der Hinfahrt bin ich dann vorne ausgestiegen und da war dann eine Stütze dabei und das hat super funktioniert. Also wenn ihr mal euren Fuß brecht, dann steigt immer vorne im Bus ein. Der 11. Tag nach der OP, mittlerweile habe ich überhaupt keine Schmerzen mehr im Fuß, auch ohne Schmerzmittel. Ich kann den Fuß wieder fast komplett bewegen, es fehlen nur noch ein paar Zentimeter, aber das Gefühl ist komplett wieder da. Ich kann ihn jetzt auch immer wieder aufrecht hinstellen. Ich belaste ihn immer noch nicht, wenn ich die Schiene nicht anhabe, aber wenn ich mir die Zähne putze oder unter der Dusche stehe, kann ich den Fuß schon abstellen, und um dadurch ein bisschen mehr Stabilisation zu bekommen, auch wenn ich ihn nicht belaste. Ich war gestern beim Arzt, mir wurden die Verbände gewechselt und es wurden Röntgenbilder gemacht. Es sieht soweit alles gut aus, bis auf das, dass ich an der großen Schnittwunde, da kämpft sich ein Bluterguss raus. Deshalb ist es an einer Stelle nicht komplett zu, sondern es ist leicht offen. Aber der Arzt hat gemeint, das ist nicht schlimm, das passiert manchmal, und ich hoffe jetzt, dass, wenn mir in ein paar Tagen die Fäden dann gezogen werden, dass es bis dahin verheilt ist. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob sie das dann wieder neu nähen würden oder ob das dann einfach so ausheilen wird. Aber wir werden sehen. Da auf den Röntgenbildern sieht es auch alles top aus, haben die gemeint. An dieser Stelle muss ich ergänzen, dass mir bereits hier schon der Arzt gesagt hat, dass es zu einer zweiten Operation kommen könnte, weil diese Lücke hier viel zu groß ist. Normalerweise sollte sie den gleichen Abstand haben wie hier auf der anderen Seite. Und anhand des Röntgenbilds nach der zweiten OP sieht man, wie es optimal hätte aussehen müssen. Ich habe es damals im Video nicht erwähnt gehabt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass es wirklich zu einer zweiten OP kommt. Und außerdem hat der Arzt gemeint, dass es nicht so ganz schlimm aussieht und dass es mit der Zeit besser werden konnte. Und ja, wurde es nicht. Die einzigen Probleme, die ich noch habe, sind, dass ich nachts immer noch komplett durchschwitze, komplett nass aufwache am nächsten Morgen. Und außerdem tun mir die Handinnenflächen sehr weh. Durch das ganze Abdrücken auf den Krücken ist es nicht so schön. Aber es ist auszuhalten, es ist nicht so schlimm. Es fällt nur auf. Und Muskelkater habe ich mittlerweile überhaupt keinen mehr in meinen Beinen, wie anfangs. 2 Wochen sind rum, ich habe gestern die Fäden gezogen bekommen, das ging super schnell, das ging ohne Schmerzen, es war nur ein leichtes Zwicken da. Die hat so ein kleines Skalpellmesser genommen, hat die Fäden durchgeschnitten und hat sie dann mit einer Pinzette rausgezogen, und das war es auch schon. Daraufhin hat sie mir noch ein Pflaster drauf gemacht, das einen Tag drauf bleiben soll, und heute Abend darf ich ihn dann selber abmachen und darf ab da dann auch die Wunde wieder nass machen. Aber ich darf noch nicht baden, da soll ich noch eine Woche warten. Schmerzen halten sich in Grenzen, tagsüber habe ich eigentlich gar keine Schmerzen, nur wenn ich mal nachts beim Schlafen gegen meinen kranken Fuß irgendwie komme, dann tut es schon weh, aber ansonsten habe ich keine Schmerzen. Außer im Knie von meinem gesunden Bein, da habe ich seit ein paar Tagen schon starke Schmerzen, weil ich halt das Bein die ganze Zeit belaste. Ich wollte mir heute irgendwie Voltaren oder irgendwas anderes drauf schmieren, um zu schauen, ob das besser wird. Und im unteren Rücken auf der Seite des Krankenbeines habe ich auch ziemlich heftige Schmerzen teilweise. Aber die Schmerzen sind alle soweit wieder ertragbar. Meinen kranken Fuß kann ich außerdem schon ganz gut nach oben und unten bewegen. Seitlich funktioniert es noch gar nicht, aber ich hoffe, das kommt auch mit der Zeit. Ich habe auch ein kleines Problem mit den Ärzten, weil die alle etwas Verschiedenes über die Schiene sagen. Der eine hat gesagt, ich soll die Schiene so oft wie möglich weglassen und soll sie nur bei längeren Spaziergängen anziehen, und bei kürzeren Spaziergängen kann ich schon meinen normalen Schuh anziehen. Und der andere hat gesagt, ich soll die Schiene so oft wie möglich dran lassen und soll sie nur, wenn ich im Bett liege, auslassen. Ich trage aber schon seit 4 Tagen nach der OP die Schiene nur, wenn ich irgendwie rausgehe, oder gestern waren meine Geschwister mit den Kindern zu Besuch, da habe ich sie auch angezogen, nicht, dass die da irgendwie gegen meinen Fuß kommen. Das war's schon mit dem ersten Teil. Vielen Dank für das Zuschauen. Im nächsten Teil geht es dann um die nächsten 4 Wochen bis zur Stellschraubenentfernung und um die 1,5 Monate danach. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder, wenn es wieder heißt, ich bin Kasüla, das waren meine Krücken. Haut rein!